Alo-O-ha on Passive Family and beyond, for all who want to join our Passive Family out of the audience. I welcome you here in our channel on Passive Out of the Heart Space. Everything what you encounter and experience non-passive is occurring out of the heart space. So we are here, part of ONPASSIVE, my special guest today, and I and all of us. And we are in the ONPASSIVE field, which is the field of all possibilities and much, much more. So today it's the 20th of December. I'm living in Switzerland. My name is Corinne I, and we have a very special guest today from Mali, from West Africa. This is where my roots are, from mother side. And I'm going to say a few things to him from my perspective. And, you know, he is to me a beloved brother, ONPASSIVE brother, soul brother. Very sensitive, a big heart with a lot of experience and wisdom. And I guess that he has some experiences which has marked his life out of a spiritual practice. So we'll let him share his experience and his wisdom, if you wish. So I'm going to translate this in a German, and then I'm going to enable him, or he's going to enable himself to show himself and with his voice and with his being life. Alo-O-ha, liebevolle ONPASSIVE Familie und alle, die es auch gerne sein möchten, dabei gehören, dazugehören. Wir sind hier auf dem Kanal ONPASSIVE Out of the Heart Space, was bedeutet ONPASSIVE aus dem Herzensraum heraus. Denn alles, was ONPASSIVE betrifft, wird aus dem Herzensraum herausgeschöpft. Und heute bin ich hier am 20. Dezember 2021 mit einem ganz besonderen Gast aus unserer Segensgruppe in ONPASSIVE. Sein Name ist Abraham Paousi aus Mali, aus Westafrika. Dort sind auch meine Wurzeln von meiner Mutterseite her. Also nicht in Mali, aber in Westafrika. Und ich empfinde Abraham als wunderbaren Seelenbruder sozusagen von ONPASSIVE. Ich habe eine wunderbare Verbindung zu ihm. Und ich empfinde ihn als auch sehr sensitive Mensch und mit einer Erfahrung spirituellen Praxis. Ich bin ganz gespannt, was wir heute über ihn erfahren, und deswegen stelle ich ihn nun vor in live. Please, would you enable your camera, your video and your voice, your mic, please, Abraham? Thank you, thank you, thank you. Welcome, welcome, welcome. Aloha, I share the loving spirit of ONPASSIVE with you and all. Willkommen, 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 Abraham. Ich teile hier die liebevolle Seele von ONPASSIVE mit dir und uns allen. Das heißt Alo-O-ha. Now, would you please share with us a few words, you know, a sentence, whatever comes out of your heart space, and share who you are, maybe what role you have here in ONPASSIVE, or whatever you want to share with us. Auf Deutsch. Thank you, I've translated in German. Bitte, Abraham, würdest du bitte etwas mehr zu deiner Person oder zu deinem Menschensein mit uns in die Runde geben, und auch vielleicht, welche Rolle du in ONPASSIVE spielst oder was immer du von dir erzählen möchtest. Bitte, please, go ahead. Yeah. Corinne, thank you very much for this opportunity of an encounter. I don't consider this to be an interview, but an encounter with my soul sister. And during the presentation, you say in Mali, and you happen to also have your maternal roots in Mali.
That is very true. It happened more than 4 centuries ago, when Mali, Ghana, and a certain number of West African countries were still one. And at that time, we used to talk about the Dogons, those who built the pyramids of Nubia. The pyramids of Nubia, the present-day South Sudan. And those pyramids were even older than the Egyptian. They were Malians. That's about over 4,000 years ago. And 400 years ago, because of the, because of history, there was trade. I don't want to talk to cite what trade, but history made it such that there was trade. And then 60 years ago, Mali, like many other African countries, became independent. And in 20 years to come, Mali will be another land altogether. I am Abraham Paousi. I'm from Cameroon, but I've been living and working here in Mali for the past 20 years with my daughters. Yeah, I'm divorced. And what I've said, when I say I'm Abraham Paousi, it is my name in my legal documentation, but I cannot limit my entity to what is written on a piece of paper. Actually, who is Abraham? When I was initiated into yoga meditation about 25 years ago, the name I had was Ananta, and Ananta means the infinite. I'm more of that infinite being than this literal being that has just a few tickets to live on this world. And before continuing, I would say that when I talk about everything that is linked to consciousness, I have a trembling voice. Mm-hmm. Let me translate that. Let me translate that, please, because it's important as introduction. Thank you very much, Abraham. Ich werde jetzt kurz übersetzen, was er noch hier als Einführung reingegeben hat, weil ich finde es sehr interessant. Er sagt auch, ja, sein Name ist Abraham Paousi und er bedankt sich sehr bei mir und bei uns, dass er hier diese Möglichkeit hat, jetzt mit mir sich auszutauschen. Es ist für ihn nicht ein Interview, sondern wie ein Austausch. Ein Austausch, es geht hin und her. Wir sind hier im Austausch, das finde ich sehr schön. Und er sagt, ja, er empfindet das auch, dass ich seine Seelenschwester bin. Er empfindet das, dass wir hier verbunden sind. Und es ist vielleicht auch dadurch, dass meine mütterlichen Wurzeln in Westafrika sind. Und dann sagt er etwas über die Geschichte. Er sagt, weißt du, 4 Jahrhunderte her ist es her, dass alles eins war dort in Afrika. Und wir haben auch über die Dogon gesprochen. Dogon sind Pyramiden in Sudan, Nubia. Und die sind älter als die ägyptischen Pyramiden. Und die kommen aus dem Ursprung von den Mayern auch. Und 4000 Jahre her, das ist also 4000 Jahre her, ja, von der Geschichte her, jetzt sagt es von der linearen Geschichte her. Und what happened in 400 years ago, did you say? I took a note. I can't, the trade, yes. Excuse me, I can't even read my notes. Ich kann meine Notizen nicht mehr lesen. 400 Jahre her hat es dann angefangen mit so Verhandlungen. Verhandlungen, ihr wisst, er wollte da nicht in die Tiefe gehen, einfach Verhandlungen. Und 60 Jahre her, seit 60 Jahren ist Mali, also in Westafrika, unabhängig. In 20 Jahren sagte, werden sie wieder wie eine Einheit bilden, so seine Vorschau. Er ist ursprünglich aus Kamerun, lebt seit 10 Jahren und arbeitet auch seit 10 Jahren in Mali. Er ist geschieden und hat, how many daughters you have? 1, 2 daughters?
Yeah, I have one son who is 22 years old, and then two daughters, one who is 20, and the last one, she's 11. Okay, so er hat 3 Kinder. Eine ist sein Sohn, der ist der Älteste, der ist 33, seine Tochter 20 und die Jüngste 11. Und er sagt, ja, er sieht es so, er heißt Abraham Paousi. Das ist nur der Name, der auf den verschiedenen Dokumenten steht. Denn er sieht sich mehr als etwas anderes. Das hat nichts mit seiner, das ist vielleicht seine Identität auf Papier. Aber er geht davon aus, dass das wie limitiert ist. Wir sind ewige Wesen. Er hat seit 25 Jahren praktiziert er Yoga. Und dort haben sie ihm einen Namen auch noch gegeben, so einen indischen Namen, Ananda. Ananda bedeutet das ewige Sein, das ewige Wesen. Ananda? Ananta. Ananta. Okay, Ananta. Ananta. Nicht Ananda, sondern Ananta. Und Ananta bedeutet offenbar das ewige Wesen. Und so fühlt er sich. Das entspricht mehr zu seinem Naturell. Und jetzt sagt er, es ist alles verlinkt mit Bewusstsein. Und während er das sagt, zittert seine Stimme. Now I'm just heading here, and then you can follow on. I said the last sentence was, you're just, while you're saying that everything is linked with the consciousness, you're just getting kind of excited, shaking a bit, your voice. So go on, please. If you want to elaborate a bit more on yourself, on your being, or tell me. On what I can further say on who is Abraham, I don't know myself. I know where I'm coming from, and I know where I'm heading to. I'm just like a star on a journey, on a sacred journey. I come from my roots, and I'm heading to my crown. That is Abraham. So nice. Er sagt, er weiß nicht genau, wie er Abraham beschreiben soll und wer das ist, aber er weiß, woher er kommt und woher er geht. Sein Ursprung ist in den Sternen und er geht hin zur Krone. Das ist so sein Weg, so wie er sich sieht. Genau. And let me ask you, please, Abraham, how do you see you being in this great movement called ONPASSIVE? What is there your role, without labeling yourself, but ich frage hier, Abraham, wie siehst du dich und in was für einer Rolle? Oder wie siehst du dich in dieser wunderbaren Bewegung mit dem Namen von ONPASSIVE? Would you say how do you see, or what is your role or your fractal? What kind of puzzle of the whole picture, of ONPASSIVE picture, are you living for? What I can say is that this star, the Cyrus, the star, did you say the star? Cyrus? Yeah, the star. Yes, Cyrus, yes, the brightest after the sun. Yes. Yes. The Dogons, that's the Dogons from Mali, they perceived it without any telescope. They have a cosmogony. I am from there. Not Abraham alone. We are from somewhere. I think we are from there. Sorry. And I think that the contribution of ONPASSIVE has to do with things which are beyond our 5 senses. That is why we have this love,
blessing and peace framework. I know of no business where you have something which is of this nature, right? I know of no business also where the CEO, in the case of ONPASSIVE, is Mr. Mufareh. Whenever he speaks, let's say for 1 hour, 3/4 of the time, he talks about building the human being, making people becoming better beings for themselves than for their neighbors, for their folks. And then he will only take 1/4 of the time talking about products or technology. It is something very significant. Let me translate that, please, Abraham. Would I? Yes, so you can pause. Thank you. It's important too. So hat jetzt gesagt, ja, ich sagte, wie siehst du dich, wo siehst du dich in ONPASSIVE als dein Wesen? Und dann sagte er, ONPASSIVE. Und dann atmete er ein und aus und sagte, ja, du kennst sicher Sirius, der hellste Stern im Firmament. Sirius spielt hier eine wichtige Rolle. Der hellste Stern im Firmament. Die Dogon von Mali, das sind diese Pyramiden, die er vorhin erwähnt hat, in Mali, die Bewohner in Mali, die können Sie sehen ohne Teleskop. Die sind sichtbar für Sie ohne Teleskop. Und er sagt, wir hier in ONPASSIVE sind da mit einer höheren Intention, mit einem höheren Mission. Es ist etwas mehr, als wir jemals mit unserem Verstand erfassen können. Jemals, was mit unseren 5 Sinneswahrnehmungen erfassen können. Und deswegen ist er auch sehr, sehr dankbar, dass wir hier wirken, aus der Liebe heraus, aus dem Segen heraus, aus dem Frieden heraus. Und unser wunderbarer und einzigartiger CEO, Herr Mufareh, sagt, das ist so fantastisch, wenn er ihn erlebt in den Live-Webinaren, auch wenn es nur 1 Stunde ist. 3/4 von der Zeit, in der er mit uns redet, baut er uns auf, er erinnert uns, er motiviert uns, wie wir in unserer Persönlichkeit und als Menschsein uns weiterentfalten könnten, und gibt uns ganz viele Tipps und Anregungen und Erinnerungen. Und 1/4 von der restlichen Zeit redet er dann über die Produkte. Und das ist für ihn sehr markant, denn er kennt kein einziges Unternehmen, das mit Liebe, mit Segenskraft und mit Frieden so gefüllt ist und aus dem heraus agiert, und dann mit so einem grandiosen CEO, der so nah bei uns ist und so mit uns im Austausch ist. Genau. Thank you, Abraham. Do you want to, may I ask you a question, or do you want to elaborate on that more? Let me know. No, let's go ahead. Yes, because I'm relating to what you said. You said, well, this is beautiful. Beautiful, you said, with this love, blessing, and peace, which is key in ONPASSIVE too. And you're with all of us, our community, our global community, part of it, experiencing it, walking as sisters and brothers side by side in this magnificent movement. So in this movement, we have this group, this so-called Blessing Unity ONPASSIVE group. And I would like to ask you, how did you feel the calling to participate with our group, or how did you feel the resonance? Let me translate this in German. So ich sage, ja, wenn er keine Ausführungen mehr zu seinem Wesen sagen möchte, dann gehen wir mit der ersten Frage oder mit dem ersten Thema. Und ich frage ihn gerne,
Wir sind ja hier in einer wunderbaren Bewegung als Geschwister, als Brüder und Schwestern. Wir laufen alle nebeneinander und miteinander in die gleiche Richtung. Und wir haben ja diese Liebe, die wir erfahren, auch den Segen und den Frieden. Und wie ist er? Wir haben hier eine Segensgruppe in ONPASSIVE, die heißt ONPASSIVE Blessing Unity Group. Das heißt ONPASSIVE Segensgruppe in der Einheit, im Einheitsbewusstsein. Wie hast du deinen Weg gefunden, deine Resonanz oder über das Herz, oder wie bist du so, dass du hier mit partizipierst, mit in der Gruppe bist? Please go ahead. Let us know how was the resonance that you followed until, well, being here with a life blessing and energetically connected and joined with this loving bond we are sharing all. Yeah. Thank you very much. I will introduce by saying, Sanskrit is a dead language that was spoken in Persia and then in India. And most of Indian spiritual scripts are written in Sanskrit. And in Sanskrit, there is a saying, Shakti Satyasha Shakti. It means that energy is the energy of God. Energy is the energy of God. I didn't find love, blessing, and peace, the framework. I think this group found me amongst founders. And mechanically, I had to come in, I had to push the door. And how did I push this door? There was a webinar, a corporate webinar where you were present. I joined in February, and I think it was around March, April or so. And you struck me amongst many other founders. I was very much, captivated by you. And at the end of the webinar, you just announced that, okay, you have a blessing group. Those who are interested can participate, can contact you. So I contacted you. You reacted, and then you invited me, you gave me the link. And I came there. And it is something nobody can describe. Words are not enough. Even emotions, they're above emotions. Because our emotions, they come from our mind. They express themselves in our body. But what we experience, they neither come from the body nor the mind. It comes from the soul. And the soul is beyond everything that is perceptible. You cannot perceive it. You cannot describe it. You can only be in the flow. Yeah. Yes, so, let me translate that first. Although I agree with you. Abraham, I know, this is an inner knowing, from my inner truth, that I am soul and I have a body. And I talk to my soul, and I perceive the energies, as you know. And everything is energy. So as you said, this energy is energy of God. So we are, through our souls, a fractal of the divine energy of God. That's how I understand, or I operate, I feel it. Let me translate what you said and what I said in German first, please. But maybe you'd like to let this sink and maybe we elaborate on that or however. Ja, ich fragte Abraham hier, wie denn zu den Segnen kam. Und er sagt, ja, das ist eine interessante Frage und ich danke dafür. Es ist so, dass er im Sanskrit, ihr kennt vielleicht Sanskrit, das ist eine Ursprungssprache, die wird nicht mehr geredet, aber sehr viel geschrieben.
Das kommt zurück auf die indische Kultur, Upanishaden und Sanskrit. Das ist also eine Ursprungssprache. Im Sanskrit gibt es einen Satz, der heißt Sakt Santasha Sakti. Und das bedeutet Energie, alle Energie ist die Energie von Gott. Übersetzt. Und er sagt, yes. Energy is the energy of God. Of God, yes. Energy is the energy of God, yes. Energie ist die Energie von Gott. Und diese Gruppe, die Segensgruppe, sagte sie hat mich gefunden. Er erinnert sich daran, also mechanisch oder physisch, mechanisch, hat er dann die Tür geöffnet und hat die Tür aufgemacht und ist eingetreten. Aber er wurde gesehen, er wurde gefunden. So fühlt er sich. Im Februar etwa 2020 erinnert er sich noch an einem Webinar intern und er hat mich sprechen hören. Und als er mich sprechen hören hat, dann hat es etwas in ihm bewegt. Er sagte, er hatte so Strokes, das hat wie innerlich gezittert auf eine positive Art und Weise. Er war ganz ergriffen von dem, wie er mich erlebt hat, offenbar. Und er hörte dann, dass ich vorstellte, dass ich die Segensgruppe eröffne für unsere ganze ONPASSIVE Gemeinschaft. Und dass diejenigen, die dabei sein möchten, mich kontaktieren können. Und das tat er dann. Er hat mich kontaktiert und natürlich habe ich ihn dann eingeladen. Und seitdem ist er mit dabei. Ja, und er sagt, er kann das nicht in Worte beschreiben. Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Es ist sehr, sehr schwierig, das mit Worten zu beschreiben. Und wenn wir wissen, dass Emotionen sind Gefühle, die durch unser Verstand ausgelöst werden, sagt er, ja, was mir wichtig ist, ist die Seelenebene. Und das geht weit über alles hinaus mit dieser Wahrnehmung. Und auf der Seelenebene und als Seele sind wir einfach im Fluss, in the flow. Yes, how beautiful is that, you know? I'm going to translate what I said. Ich habe ihm dann geantwortet, weißt du, lieber Abraham, für mich ist meine innere Wahrheit, dass ich Seele bin und einen Körper habe. Und ich bin mir dessen sehr bewusst und ich spreche mit mir als Seele. Und das ist für meine Empfinden aus meiner Sensitivität Energie und ich bin so dankbar dafür. Und ich weiß, inneres Wissen, dass meine Seele, dass ich ein Fraktal bin, ein Teil von Gott. Und daraus erkenne ich, dass ich ein göttliches Wesen bin. Im Fluss, wenn ich mich einlasse. You know, I just translated my part, which I said, I perceive myself as a divine fractal in myself, with my soul, and I dive into this flow, which you mentioned. So, if I say flow, and would you elaborate a bit? How do you feel and are aware about the flow in ONPASSIVE? Because everything is energy. Energy is energy of God. ONPASSIVE field is energy too, manifested in our community and everything, you know. And how do you feel? What has it to do with this flow in ONPASSIVE? Can you elaborate that a bit? Ich frage ihn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alles fließen darf und alles im Fluss ist, im göttlichen Fluss, in the divine flow. Wie kannst du, lieber Abraham, diesen göttlichen Fluss mit ONPASSIVE verbinden? Oder wie siehst du das oder wie erfährst du das? Wie nimmst du es wahr, dieser Fluss, der auch in ONPASSIVE und mit ONPASSIVE ist, weil ja alles Energie ist? Please go ahead. Would you elaborate on that? Oh, what I would say is that there are many people in passive who contribute in building this flow. Most of them are women. I don't want to call names because I don't want to hurt feelings, right? I don't want to judge them.
And if I call names, it will be as if I'm listing. I don't list. I feel it and I see it. You know, I will not call any name, but I will call your name because you are here, right? And I will talk about you specifically because ONPASSIVE talks a lot about engineering. We have about close to 1,000 engineers in Hyderabad and in other cities, right? As an artificial intelligence company, there's a lot of engineering, wiring work. But you are also, Corinne, you are an engineer. You energetically engineer us during our live sessions. Energetically, you engineer us during our live sessions. And you see, as I said, women, most of them are those who contribute to flow. I have a very good friend of mine who once said, you, women, as the most dignified section of human society, do something for the universal human being. And I think in Passive, I find women who are doing something. That's also why there's all women in our platform. Yes. Children, excuse me. Go on, excuse me. Children are doing things. Omar, he does things. I mean, Ash Mufareh's son, he does things. Ash does things. And I will not elaborate further. I think we are building, there are people who carry Ash, you know, and you happen to be one of those. Maybe you even do a little bit too much. You take too much on you, Corinne. You understand what I mean? Please. So I will stop here, you translate, and then maybe we'll move to yes. something else. Too much emotional. Yes, you know, and we have here, we are on a public space, you know, we have an open public here, so we are not internally, but we feel free to share however you feel or whatever you, you know what I mean. That's wonderful. I'm going to translate this. Ich übersetze jetzt auf Deutsch. Er sagte hier, es gibt sehr, sehr viele Menschen, weil ich habe ihn ja gefragt, wie spürt er diesen Flow, diesen Fluss, den Energie in ONPASSIVE. Und er sagt, es gibt viele Menschen in ONPASSIVE, die einen Beitrag leisten, einen Beitrag geben, damit dieser Flow, damit dieser Fluss stattfindet und gelebt wird. Und die meisten davon sind Frauen. Er möchte hier keine Frauen erwähnen, weil er möchte hier nicht eine Liste aufstellen und auch nicht urteilen. Und trotzdem möchte er hier meinen Namen erwähnen, weil ich ja hier präsent bin. Du bist eine von diesen Frauen, die hier diesem Energiefluss beitragen. Und wir haben ganz viele Ingenieure in ONPASSIVE. Wir haben nahezu 1000 Ingenieure in Hyderabad, die die ganzen Produkte und die Lösungen entwickeln. Wir sind ja eine IT- und können mit künstlicher Intelligenz Firma, Unternehmen mit Herz. Und er sagt, da gibt es ganz viele, nicht nur in Heidelberg, sondern weltweit. Und er sagt, er sieht mich auch als Ingenieur der Energie, als energetischer Ingenieur. Wenn wir zusammen in den Live-Begegnungen segnen, dann empfindet er das so, dass ich die Gruppe oder das Feld energetisch als energetische Ingenieurin wirke. Ja? Und das ist wie ein ganz wertvoller Beitrag. Er sagt, wir haben ja auch Kinder in ONPASSIVE, jetzt die Kinder von unserem einzigartigen CEO, einer von seinen Kindern, der Ältere. Er sagt, das ist Omar. Ja, er macht auch Sachen. Er hat auch seine Rolle und wirkt. Und natürlich unser einzigartiger CEO und Besitzer von ONPASSIVE, Mufareh, er macht auch Sachen und wirkt ganz viel und baut auf
Und dann sagte Corinne, ich sehe manchmal oder ich nehme wahr, dass du sehr viel trägst für viele Menschen in ONPASSIVE und vielleicht möchtest du überprüfen, dass du nicht zu viel auf deinen Schultern trägst. Zu viel Gewicht oder ja, so. Das, ich danke dir, I thank you for that hint, you know, to carry, however, you know, could be, you know, and you remember that ONPASSIVE is the mother of all businesses. So this divine feminine energy was you were pointing out in terms of the flow and the women is always present. I feel it just so, I'm so honored to be in touch and participating with this movement and with our CEO Ash Mufareh, because he has this approach of honoring the feminine energy, honoring his wife, his mother, and says that ONPASSIVE is the mother of all businesses. I've never heard that before, you know? So this is very, very, very special and unique too. So, and you're approaching this now too. You have two wonderful daughters, one son. You have been married. Although you are divorced, I mean, that's the mother of your kids, of course, of your common kids. So how do you approach this divine feminine energy in relation with ONPASSIVE operating out of this wisdom? I'm translate in German. Did you get my question? You know? Okay. Ich sagte jetzt, ja, hier, did I translate your answer already? Yes, I did translate it in German, right? I don't remember, you know, I'm so out of the moment. Yes, I did. So, now, ich habe dann eben verbunden mit seiner Antwort, dass, wie sieht er denn? Er ist ja auch verheiratet gewesen, er hat zwei wunderbare Töchter, einen Sohn, und wir sagen ja auch, unser CEO Ash Mufareh sagt, und wir nehmen das so an, dass ONPASSIVE die Mutter aller Unternehmen ist. Und ich sehe und ich nehme wahr, wie unser CEO die weibliche Energie, die weibliche Kraft ehrt. Nicht nur, wenn er es sagt, sondern er lebt es wirklich. Er ehrt seine Frau, seine Mutter und die weiblichen Aspekte, das weibliche Wesen. Und das finde ich ganz wunderbar. Wo gibt es sowas heute? Und dann frage ich Abraham hier, wie siehst du das? Du hast zwei Töchter, die Mutter deiner Kinder oder eure Kinder. Wie siehst du das in Relation mit ONPASSIVE und der Bewegung, with the movement, you know? It comes to my mind just like a birthing process. We women go through the birthing process. Of course, men too, they're there. Without them, we can't give birth. But, you know, I'm in the role of the mother too, and I've went through the birthing process, and we are in ONPASSIVE going through different stages of birthing and rebirthing certain products and so on. Could you take this in relation with the feminine energy or something, if you want to elaborate on that bit? Kannst du das bitte? Ja. Ich sage, excuse me, in German again, excuse me, es tut mir leid, ich habe jetzt noch was dazu gedichtet, weil wir sind ja hier, diese weibliche Kraft, die da ist, und ich selber, sage mir selber, ich in der Rolle als Mutter habe auch schon geboren, und wir sind, das ist ja eine Qualität, die nur Frauen machen können, obwohl wir die Männer natürlich dazu brauchen, ohne sie geht es nicht. Und in ONPASSIVE haben wir auch so in verschiedenen Stadien so Geburtsprozesse um diese Produkte, und die jetzt geboren sind. Und wie siehst du das, Abraham, dieser Prozess in Bezug mit der weiblichen Energie, mit der weiblichen Kraft? Yes, please, go ahead. Yeah, please, can you ask your question again, yes, in English? You know, yes, exactly. You know, you stated that this energy of women is
key in unpassive, you have just because of the flow, yeah, yes, and the most you perceive that they're the women in unpassive, which are contributing consciously or unconsciously in this flowing energy we are in. Yes. So, yes, and as we know that passive is the mother of all businesses, and the divine feminine is so honored by our CEO Mufareh, how would you relate that? How do you see or perceive this movement of unpassive with this feminine energy? Thank you. Unpassive is a very soft and warm business, but very strong within. You know, just like our mothers, it's not a matter of gender, of anatomy, it's a matter of quality. If you even see the ergonomy of our products, our virtual products, the way they are built, it is very feminine, it's very soft, but at the same time, very powerful. Wonderful analogy. I love you for saying that, Abraham. You get it just right on the point. Das ist so wunderbar, wie du das jetzt ausgedruckt hast. Das ist genau auf den Punkt gebracht. Really, let me translate that, because this is very powerful. Sagt ja, unpassive ist für ihn wahrnehmbar ganz weich, fein, warm, geschäftlich, ja, und trotzdem ganz kraftvoll. So wie unsere Mütter. Und es ist nicht anatomisch, ja, wir müssen es nicht anatomisch vorstellen, aber in der Qualität wie die Mütter. Und wenn wir uns die Produkte und die Lösungen von Unpassive ansehen, die virtuellen Produkte und die Lösungen, dann sehen wir in den Farben, in der Qualität, in der Aufmachung auch eine Weichheit, sehr viel Farben und gleichzeitig ganz kraftvoll. Also diese Kraft, that's the power, und diese Weichheit und diese Feinheit, ja, da sagt er, das ist auch sehr viel von der weiblichen Energie drin. Yes, thank you. Und ich wollte das gerade übersetzen, weil ich finde das wie auf den Punkt gebracht. Sehr, sehr, sehr klar auf den Punkt gebracht. Thank you. Thank you. Anything else you'd like to share regarding this energy? Yes, please. Yeah, the other aspect also, what I have noticed is that, as I said in the beginning, when Ash comes and then he speaks for an hour, he takes 3/4 of the time to talk about soft skills, what we need to be, how we need to be to become better people, better for ourselves, better for our community. That is creation and procreation, to sustain our own entity, to sustain our environment, sustainability, which is feminine. And he takes 1/4 of the time to talk a lot about products, which happens to be the engineering aspect. And you know, 500 years ago, there is this French scholar, François Rabelais. François Rabelais? François Rabelais? François Rabelais. Rabelais. He said, science without conscience kills the soul. In French, it is what they say, science sans conscience ne que ruine de l'âme. You know, when people generally, when they want to express that, they will take the example of, you know, Einstein with the formula of the atomic bomb, and they will say that he was a very good scientist, but unfortunately, he did something that destroyed 2 cities. We forget that today somebody can do something which is very good even for humanity, but that thing also kills the soul if there is no conscience embedded in it. And that is why Ash knows exactly the power of unpassive.
Absolutely. And he knows, he's very worried, Ash is very worried that people should not make money out of ONPASSIVE and then they become mad. It is not his intention to make people go mad. He wants to empower people so that they will be better human beings, build their societies. But he also knows that at the other end, if I don't have, a private jet, one of the best cars, they don't have money, I will just go into madness. That is not his end idea. And that is the reason why he wants to bring within this scientific development, technological development, that conscience. And that's why, he speaks a lot about God. He invites in webinar and gives very good and importance to people who are not God-fearing, God-seeking. We don't fear God. So I'll stop for. Yes. Stop. Yeah. Very wonderful. Very, very interesting. This exchange we're experiencing here out of the heart space. Thank you, Abraham, for doing it with us here and sharing. Sagt, ja, es gibt da verschiedene Aspekte. Wie er schon vorhin erwähnt hat, ist unser CEO, Mufareh, meistens in den Webinaren, redet er erst eine Stunde darüber, also wenn er eine Stunde hat oder wie immer die Zeit, er teilt die Zeit ein am Anfang, gibt Impulse, wie wir bessere Menschen sein können, wie wir uns als Humans, als Menschen positiv und wohlwollend verhalten. Das sind sogenannte Soft Skills, ja? Auch soft heißt ja weich. Und da ist nochmal diese Qualität von dieser Weichheit, die er mit dem Femininen verbindet, mit der Weiblichkeit. Und dann redet er über die Produkte. Und weißt du, sagt er, vor 500 Jahren war dort ein Mensch, der heißt say it again, Fraction, say it again, the name? François Rabelais. Das ist ein Mensch, der ist ein Wissenschaftler mit Bewusstsein, with consciousness. Und er sagt, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass es hier um ein Bewusstsein geht. Und das geht das sind diese Aspekte der Seele. Und wenn wir über Einstein reden, der mit den Formeln und so weiter, aber es gibt ganz viele Wissenschaftler, die Formeln aufgesetzt haben. Ja, das ist sehr gut, auch für die Menschheit, aber viele haben auch Formeln aufgesetzt und da hat die Atombombe oder was immer dort kreiert worden ist. Und das ist nicht immer im Sinne für die positive Entwicklung von den Menschen, nach seiner Wahrnehmung hier, Abraham. Allerdings, wenn das Bewusstsein da ist, dass es hier um mehr geht, um das Gesamte, und unser CEO Mufareh hat dieses Bewusstsein. Sehr, 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 sehr akkurat, ein tiefes Bewusstsein, dass Geld genutzt werden könnte, um Gutes oder Manipulatives zu tun. Es gibt Menschen, die Geld nutzen, um nicht so schöne Sachen zu tun, das wisst ihr. Und er ist immer darauf fokussiert und lädt uns immer wieder ein, uns zu erinnern und zieht auch diese Menschen an, die bessere Menschen sein möchten, bessere Menschen sein möchten und wohltuend und wohlwollend ausgleichend mit diesen Ressourcen umgehen möchten, mit dem Geld zum Beispiel. Er bringt uns dieses Bewusstsein näher und auch spricht er oftmals von der göttlichen Quelle von Gott. Das heißt nicht, dass irgendwie Dogma, aber aber das ist er möchte dieses Feld öffnen, dass
wir ein Gefühl bekommen, dass es alles mit der Anbindung zu tun hat, mit der Anbindung zu der Quelle. Und jetzt möchte ich Pause machen, damit ich übersetzen kann. Yes, please go ahead. Translate it. I think I'm over for now. Yes, we can continue. Yes, we can continue. Wonderful. I thank you, Abraham. Next question to go into step to the next phase is, since you are in operation and with all of us in our Unity Blessing group in this state where we are consciously receiving, we know that the divine flow out of the divine source and the divine blessing is flowing eternally. But we are just like on service or being ready to be a neutral instrument to receive consciously, to focus on that and let all the other distractions out of the space and to embrace the divine blessing, to pass it on to the unpassive field and beyond. What did you, or how did you, or how do you experience yourself whenever you are in this streaming blessing mode and your mind want to combine with an experience and share it with us, with a felt experience you would like to share with us? Okay, let me translate that. Die nächste Frage ist eine Kombinationsfrage, aber es ist so, er ist ja auch mit uns hier in der Segensgruppe. Und während wir segnen, der göttliche Segen, der fließt immer. Wir in der Gruppe richten uns bewusst aus. Wir richten uns bewusst aus, wir sind vertikal ausgerichtet. Wir richten uns bewusst aus, um den göttlichen Segen bewusst zu empfangen. Es ist eine Sache von dem Bewusstsein. It's about consciousness, about being aware. Bewusst ausrichten, bewusst empfangen und weiterleiten. Als neutrale Instrumente oder als klare Kanal, wie immer wir das nennen wollen. Und wir leiten es weiter an das ONPASSIVE-Feld und weit darüber hinaus. Und ich frage ihn, wie hat er oder wie fühlt er sich oder was hat er erfahren oder wie erfährt er das, wenn er in diesem Wirken ist? Ob er auch verbinden möchte mit einer gefühlten Erfahrung, die er hier in die Runde geben möchte. Thank you, Abraham. If you'd like to explore, how do you feel? What does it do with you? And if you'd like to share one of these felt experiences during a live session, if you'd like to share that with us. Sorry. It is very difficult for me to answer this question. Yep. By analogy, I'll answer it by analogy. The first part, then I'll give a testimony, in the second part. It's as if you're asking me, when I make love, how do I feel? Can I express all my feelings up to orgasm? Bingo. Yes. Not. And I cannot share them with you. You need to live your own experience. And we have our individual experiences. Absolutely. Thank you. However, spiritual energy is far more than sexual energy. What you experience or what I experienced during our live session is higher than whatever, even higher than my own spiritual experiences. Because, spiritual experiences, I know why I make the analogy, because it's all about fine and refined energies. Fine and refined energies. When I make love, for instance, it is just a short time, a short experience that disappears over time. I take nothing from that, I would say, or very little. But I'm always very eager when I know we have our Tuesday live sessions. And what I experience within the session, I cannot explain. And even after the session is over,
I'm not over with it, right? Maybe you can translate this then. Yes, I will. Yes, I will. I will. Ich übersetze das. Yes. Er sagt, ja, es ist sehr, 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 sehr schwierig, hier das in Worte zu packen, was er empfindet während dem Segensmodus. Und er möchte das mit einer Metapher, mit einer Analogie hier erklären. Denn er sagt, hört mal, wenn wir Liebe machen und einen Orgasmus erfahren, können wir das irgendwie beschreiben mit Worten? Und ich sagte dann Bingo. Aber ja, er sagte, es ist aber anders, es ist ganz anders, als Liebe machen und einen Orgasmus zu erfahren. Hier diese spirituelle Energie geht weit darüber hinaus als sexuelle Energie. Geht weit darüber hinaus, es ist viel, viel höher, wenn er das irgendwie beschreiben möchte, als was immer wir im Leben erfahren. Viel, viel höher, sagt er, much higher. Und er nimmt hier nochmal eine Analogie und sagt, ja, es ist fein, es ist ganz fein. Und nochmal feiner, diese Energien. Und wenn er sagt, ja, wisst ihr, wenn ich Liebe mache, dann ist es ein bestimmtes Zeitfenster und dann ist es vorbei. Und auch wenn ich davon einen Mehrwert habe, aber es ist vorbei. Und wenn ich in den Live-Sessions bin, beim Blessing, beim Segnen, dann ist das anders. Es ist wie nicht zu beschreiben. Es ist wie ein ewiges Feld von Energie. Und wenn das Wirken von der Zeit her vorbei ist, dann ist es noch nicht vorbei. Es wirkt weiter. Es geht noch weiter, dieser Fluss an Energie. So yes, it's not over. It's not over after the session. That's what you said. And here you can go on following up, please. The second part of your question is, what can I share as an experience, right? Yes, if you may. There are many experiences that we've shared, but I would give only one, which for me was even the strongest. I shared it already in our live session. You know, a few weeks ago, there was a lot of doubt about ONPASSIVE, the products, because people were expecting the products to be delivered. It was not the case. And Ash himself, he knew that because even his mood changed during webinars. In different webinars where I took part, people were doubting. People were, you know, we went through that. And in one of our sessions at that period, I had an encounter with Ash. And he told me, he didn't just tell me, he confessed to me. Take it like that. That is a feeling I had that day. He confessed to me that, Abraham, if I thought even for a second that this would not work, I wouldn't have gone in for. And it is because I know that there is no doubt, not even an inch of a doubt. That's why I'm in and into it, and we're into it. That was the message. Yes. So let me translate that, please, because yes, okay. Ja, er sagt, ja, es gibt so viele Erfahrungen, die er hier in die Runde geben könnte, aber er nimmt jetzt eine Erfahrung vor einigen Wochen, die er sehr, sehr kraftvoll noch in Erinnerung hat, während einer Live-Session mit den Segnen. Und das war die Zeit, das war vor einiger Zeit, da war Gründe, die Zweifel waren, diese Energie war im Feld. Ja? Wir spüren die empathischen Menschen, wie er und ich und sensitive Menschen, wir spüren das. Er hat gesagt, er hat gespürt, dass so Zweifel im Feld waren. Und er hat das Gefühl, dass unser CEO Mufareh das auch gespürt hat und das auch wie sichtbar wurde in einem internen Webinar. Und während der Zeit hat er an einem Dienstag diese Live-Session erlebt und hat dann etwas ganz Besonderes erfahren. Und das möchte ich hier in die Runde geben. Er hat eine Begegnung
gehabt mit unserem CEO Mufareh. Und diese Begegnung hat Mufareh Abraham etwas ganz Wichtiges mitgeteilt. Er sagte ihm, wenn ich irgendein Zweifel hätte, wenn es eine Millisekunde oder eine Sekunde wäre, dann wäre er jetzt nicht hier. Er hätte das nie initiiert. Er ist so voll drinnen mit seinem ganzen Wesen. Nicht überzeugt, sondern er lebt das. Es ist seins. Er ist voll drin. Und er gewinnt. Und wir gewinnen alle. Das ist das Mantra. Ja, taking here the word mantra of the Sanskrit. In it to win it. Das sagte er ihm in dieser Erfahrung während dem Segnen. Es ist absolut sicher. Er ist so absolut sicher und war es schon immer in dem Vertrauen, dass wir gewinnen, dass das vollbracht wird und schon ist. That is fulfilled. You know, I said, he told you, because during the translation, I sometimes in a different context, I utilized that he is absolutely convinced and embodied this trust that it's already successful, it's fulfilled, you know. It's absolutely clear. It's no totally doubt. Clear. Yes, es ist keine Zweifel, es ist absolut klar und rein, clear and clean. Yes, wonderful, beautiful experience you had that. So what this experience did with you, because you said you sensed this kind of doubts in the field, in the corporate webinar, you said kind of mood, and what did it do with you, this encounter in this live session? What had changed in you, within you? Was hat diese Begegnung mit Mufareh in dem Live-Session von dem Segnen mit dir gemacht? Was hat das etwas verändert in dir? Was hat das mit dir gemacht? What did it do with you? I didn't say anything. I just smiled during our, I just smiled. I didn't say anything. And I remember at the end of, the session when we were sharing our experiences, I came for the second time, even as though I want to justify, to say, people may not believe. I'm not there to make people believe. I had my encounter with him. You understand? I was not doubting. It was a message he was passing to the universe. And he has done it. It is done. Thank you. So I cannot comment it. Yes, I understand. I translate that. Er sagt, ja, ich habe gedacht, was hat das damit gemacht? Und er sagt, er war einfach am Lächeln. Innere Lächeln und am äußeren Lächeln. Manchmal kann er da gar nichts dazu sagen. Und auch wenn er das in die Runde gibt, während dem Segen, während wir wirken, haben wir am Schluss die Möglichkeit, auch unsere Erfahrungen mitzuteilen, in die Runde zu geben. Und er hat dann bei dieser Gelegenheit, hat er sich zweimal gemeldet, weil er musste es wie für sich selber verdauen und erstmal annehmen oder nicht annehmen, sondern sinken lassen. Und er glaubt, er sagt, er glaubt, er hat keine Zweifel, er glaubt daran. Und diese Botschaft, auch dieses Erfahren, was er hatte, er ist da so davon überzeugt, das ist von Universum, ja, das ist einfach da in dem Feld. Und er ist sehr dankbar dafür. Ja, genau. Thank you, Abraham. This is beautiful. So now, I would like to ask you a bit more concrete, if you may want to elaborate on that. What are your heartfelt actions or projects, or however, what you want to take action? Now, Jeffrey Pollock would say compassion in action. What you have in your heart to realize whenever
the time is synchronized with ONPASSIVE, with and through ONPASSIVE, let's say through OBLESS or whatever. I translate in German. Lieber Abraham, würdest du jetzt den machen, gehen wir etwas konkreter noch? Würdest du uns bitte sagen, was du, sobald die Zeit reif ist und ONPASSIVE synchronisiert ist mit dem richtigen Momentum, was du aus deinem Herzen heraus machen oder in Aktionen oder umsetzen möchtest mit OBLESS oder was immer. Jeffrey Moloch würde jetzt sagen, Mitgefühl in Aktion, Compassion in Action. Was möchtest du machen, sobald die Zeit dafür reif ist, mit und durch ONPASSIVE? Yes, please. Could you elaborate on that, please? It is difficult because, you know, the challenges in Africa, in African countries specifically, due to our history, due to systems, our challenges, you cannot even believe, you cannot even imagine. Those who don't know Africa, those who have not lived in Africa, they cannot even imagine. At all levels, even at the spiritual level. I think the most important thing is your spiritual well-being, not your material well-being. Yes. You see? What purpose would it be for me to build schools, hospitals, and then people no, you need, I think that my concern is to see how I will not hurt anybody, I will empower them. Yes, absolutely. You see? Everywhere in all the streets, for example, in Bamako where I am, you would see. In where did you say? In where? In Bamako. In Bamako, yes. Bamako. I didn't. Yes. Phonetically, I didn't listen. The connection's not that good. You have business schools, school of commerce in all the streets, private universities. And even when you want to see, even in the global, you know, in the worldwide, we value schools of business schools. You know what is the purpose of business schools? Creating business beings, not human beings. Creating economic beings. Business schools can only create business beings. Absolutely. You know? So from the way we are wired, we cannot look at our inner selves. Meanwhile, it is very much important for us to go back within. One of my, I would say my dreams, which I know is very challenging, is to empower youth organizations in sub-Saharan Africa in pioneering change. In which region did you say? A region? I couldn't listen very well. In South Africa. South Africa, sub of the Sahara. Oh, in the Sahara. Sub of the Sahara, yes. Yeah. These youth organizations, they have their cadres, they have their allies, and they need to be empowered in pioneering change, leading and managing change. Absolutely. And the end is, you know, generating happiness, love, you know, and not antagonism. Yes, absolutely. So absolutely. That is, yeah, in a global manner, you know, in a nutshell, that's it. I need to start from somewhere. I've written a lot on it. And I think, yeah. Wonderful, you know, absolutely. And you know that ONPASSIVE is the vessel to empower human beings. You know, that's one of the key intentions of our core of ONPASSIVE. And I really stand for that too, you know that. The self-empowerment, not the addiction or drama, but self-empowerment. Okay, let me translate that. Wunderbar, sagt, es ist schwierig. Es ist schwierig zu beschreiben, denn wer in Afrika schon gewohnt hat oder lebt, wird sich vielleicht bewusst, dass es wirklich sehr viele Herausforderungen gibt. Es ist schwierig zu beschreiben, wenn wer nicht in Afrika gelebt hat oder dort
arbeitet oder dort irgendwie verbunden ist, der kann es nicht erfassen, was dort für eine Not ist. Und es ist nicht mal die Not monetäre Seite, nein, es ist manchmal auch die Not in den spirituellen Feld. Also für ihn ist es ganz wichtig, dieses spirituelle Wohlbefinden, spiritual well-being. Er sagt, ja, er könnte aufsetzen, Spitäler, also also Spitäler, gesunde Häuser oder Schulen. Was er machen möchte, ist eben die Menschen, zum Beispiel in Bamako, dort, das ist in Bamako zum Beispiel, gibt es ganz, ganz viele Business Schools. Das sind Schulen, private Schulen an den Straßenrändern, überall, ganz viele Schulen, private Schulen, die das Geschäftliche aufzeigen, also Business, ja. Und dann sagt er, was passiert, wenn wir unsere Kinder in die Business-Schulen reinschicken? Dann werden sie Businessmenschen und nicht Human Beings, ja, das kann ich kaum übersetzen. Sie werden nicht Menschenwesen, sondern sie werden Geschäftsmenschen. Und er sagt, er möchte helfen, um die Menschen in ihre Selbstermächtigung zu erinnern, in the self-empowerment, in to empower, um sie zu ermächtigen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Auch bei ONPASSIVE sagte ich, ja, unbedingt. Das ist einer der Schlüssel. Und er sagt dann, was für einen Wert bringt es denn, wenn wir Menschen haben, die nur Geschäft, Geschäft, Geschäft wollen und nichts über Spiritualität oder über seelisches Wissen verfügen? Das ist dann eine rechte Verstrickung. Und es ist immer der Weg, in sich hineinzugehen, go back within. Und sein Traum ist wirklich auch junge Menschen, junge Jugendliche zu ermächtigen. Und das ist in Afrika, möchte er es gerne umsetzen, in der Region von der Sahara, unter der Sahara, dort, wo es viele also Jugendliche gibt. Er möchte Organisationen aufbauen, um Jugendliche in Leader zu verwandeln oder zu erinnern, in Führungskräfte, also Leader, die wohltuenden Wandel einleiten können. To manage change for the good. Wohltuenden Wandel, ja. Und das ist dann, das Resultat ist dann Glückseligkeit, Liebe. Ja, da gibt es keine Grenzen. Das Feld eröffnet sich. Und er hat sehr viel darüber schon sich Gedanken gemacht und auch sehr viel geschrieben. Did you write? You said, I heard that you have written a lot about that. So you do have like kind of a action plan for you, or do you write some notes whenever it comes an inspiration to you? Or you have some kind of booklet you're drawing these things in to get it manifested? Hast du, ich habe gehört, du hast Sachen aufgeschrieben, du schreibst Sachen auf. Machst du das denn für dich wie ein Aktionsplan, den du dir aufschreibst, oder machst du es einfach aus der Inspiration heraus? Oh, jetzt habe ich da eine Idee, ich schreibe es auf. Oder wie siehst du das? How do you operate that with your written notes or thoughts or dreams? Yeah, actually, I am a project and a program manager, even by profession. So I've elaborated it, as proposals, well framed with all the different components. Yeah, so I've just packed it somewhere, and I know it's time will come. Yes. Wonderful. Let me translate that. Er sagt, er ist eben in der Rolle eines Projektprogrammmanagers, und da ist er auch so verbunden halt mit ganz vielen differenten Aspekten. Und
das integriert er einfach und deswegen hat er diese Begabung auch, die Sachen aufzuschreiben. Oh, that's very interesting. I didn't know that about you. And you may combine all your knowledge, your wisdom, and your heart and your soul energy in one to realize a contribution for the positive evolution in Africa and the whole world, right? This is, I think this is mirroring also this coherence which we experience with our genuine seal Mufareh. He has the knowledge, the geniality in his mindset. He has the golden heart and love for humanity, and he has the wisdom out of his spirit, soul aspect, which he integrates, right? And this is how I see ONPASSIVE as a soul business, as I perceive it. That's why I say Alo-O-ha. I share the loving spirit of ONPASSIVE with you, you know? That's what I'm always get into that. Let me translate that, please. Ich frage hier, ja, das ist ja wunderbar, wie sagt, das, und ich sehe das auch hier in ONPASSIVE mit unserem wunderbaren, einzigartigen CEO Mufareh. Er verkörpert die Genialität von seinem Mindset. Er verkörpert das goldene Herz, sein großes Herz für die ganze Menschheit. Und er verkörpert auch diese Seele, also der Spirit, den Geist, das Feinstoffliche. Es ist alles in Kohärenz, alles ausgerichtet. Und so nehme ich das wahr. Und deshalb sage ich ja auch Alo-O-ha. Ich teile hier die liebevolle Seele von ONPASSIVE mit euch, weil für mich ist ONPASSIVE ein Seelenbusiness, ja, ein Seelenunternehmen. Es hat eine Seele, ein Herz und ganz viel Wissen und kreative Kraft and this creative power even, you know. So would you say today that you can also drive yourself within from your creative power to realize kind of this projects or dreams you have? Do you feel that creative power inside of yourself? Ich frage ihn, kannst du von dir behaupten und fühlen, dass du auch diese kreative Kraft in dir hast, um diese Projekte oder diese Ideen und diese Träume jetzt in Afrika oder wo immer umzusetzen? Do you feel this creative power? You know, today is a special day, a portal day, with this creative power of the divine inner child. That's why I'm asking. Maybe you are aware of that. Ich frage eben direkt, weil heute an dem 6. Portaltag gerade auch die Energie von dem göttlichen inneren Kind, das kreative Kind, ganz, ganz im Vordergrund ist. Yes, please, go ahead. What you think, in fact, whatever you think, you can make it. Whatever you think, whatever your mind can think, you can materialize it, you can bring it down, right? Yeah. Ash tells us on each and every webinar, he empowers me. I cannot do it alone. Exactly. You know, if I'm wise, I would see the model of ONPASSIVE, how Ash has built ONPASSIVE, and try to apply it here. Actually, I was not even supposed to voice out my strategy, so you've pulled it. Hey, when editing the video, if you can cut this part, it will be good. Really? I'm kidding. I'm kidding. So that's it. That's it. Yes. Let me translate that. I'm just kidding. I know. Yes, we have space for humor. We are human. You know, human means also the hue is the divine core, and the man, the one who is manufacturing the things with the hands, right? So hue is hue, and you know, I was singing in a gospel choir too, and we always sang hue, and I know that hue is the divine, and even in Sanskrit too, and you know, yes. So okay, here we go. I translate this in German. Er sagt, ja, was immer wir denken,
können wir umsetzen. Was immer wir denken, können wir umsetzen. Und unser CEO, Mufareh, sagte, er ermächtigt ihn, aber Abraham sagt, er ermächtigt mich jedes Mal, wenn ich ihn höre. Das ist ganz fantastisch. Er ist nicht alleine, er fühlt sich nicht alleine. Of course, we are not alone, we are always all together in this. Und diese Weisheit und diese Geburtsprozesse, die dann hier in ihm stattfinden, das kann er alles umsetzen und reflektieren und spiegeln. Und ich sage, ja, genau. Und wir sind ja hier in einem kreativen Prozess und wir sind human, das gibt es im Deutschen gibt es das nicht, aber Hu bedeutet eben das Göttliche und man ist der Handwerker oder der mit den Händen operiert, ja, und der Hu ist das Göttliche. Und ich sagte, dass ich in einem Gospelchor gesungen hatte und da haben wir auch Hu, so und ich weiß, inneres Wissen wieder, dass Hu diesen göttlichen Aspekt und der ist auf jeden Fall in ONPASSIVE wieder gelebt. Yes, wonderful, wonderful. And you know, whatever we think and we have positive emotions, energy in motion, so the flow is going on, right? This emotionally, these positive feelings with the positive thoughts. And this is something what Ash reminds us too, you know, if you combine the feeling, the positive emotions with the thoughts, then you're in a manifesting mode already, because you spread something, a different energy, and it's everything what we say, what we think, what we transpire, everything what we are operating consciously or not consciously, it has an influence in our surrounding, not only in ourselves. Ja, ich sagte hier, das ist ganz wunderbar. Und es ist so, ich möchte hier noch ergänzen, nicht nur das, was wir alles denken, wird auch wahr, sondern wenn wir es gefühlt, wenn wir einen gefühlten Gedanken, und das ist auch unser CEO Mufareh, sagt das auch immer wieder und erinnert uns daran, ein gefühlter Gedanke, dann sind wir im Manifestationsprozess, ein gefühlter Gedanke. Und wenn wir dann noch zusätzlich eben mit unserer Seele in Kohärenz sind, ja, einfach, dann ist das super und wir sind dann andauernd, senden wir senden Information, wir senden Energie, bewusst oder unbewusst und es beeinflusst das gesamte Feld. Das Umfeld, das beeinflusst uns auch, das epigenetische Feld und in uns und außerhalb von uns. And this is very, very, very interesting, because as we are almost or around 1 million founders, we have very much power to co-create our reality, to manifest our higher purpose, to get together, because alone, it's not anymore. That's the old paradigm shift, you know, alone here in competition with the others. Here on Passive, we live the unity mode, right? We'll live the community and the united power. I always say our diversity is our beauty and our unity is our power. Ich sagte jetzt hier in ONPASSIVE, sagte vorhin Abraham, alleine kann ich es nicht tun. Ja, wir sind nicht alleine, wir sind alle miteinander unterwegs. Wir sind jetzt 1 Million Gründer und wir haben ganz viel Kraft. Ich sage immer, unsere Schönheit liegt in unserer Unterschiedlichkeit und unsere Kraft in unserem Einheitswirken. Ja, das ist die Kraft und wir sind alle hier miteinander unterwegs. Maybe you want to elaborate on that as a wrapping to close up, you know, what means unity to you and diversity in ONPASSIVE? How do you feel and experience that? And you might want to elaborate on that. Ich frage jetzt, kannst du bitte dazu etwas sagen, wie du das in ONPASSIVE fühlst und wahrnimmst? Diese Unterschiedlichkeit, Einzigartigkeit von jedem Einzelnen und trotzdem unsere Kraft in der Einheit. Corinne, you said we are wrapping up, right? Yes. But that question is not a question that shows we are wrapping anything up. And as we need to wrap up, I will not answer that question. Okay.
Because it caused a lot, you know, I know. on sense of judgment. Yes, well, no, we don't want to judge. And I know what you mean. I know what you mean. So, yes. Thank you. Absolutely. However, yeah, you get my point, right? Yeah, of course. Yes, of course, absolutely. Ja, er wird sagen, er kann das mit das nicht beantworten, weil da öffnen wieder ein neues Feld und er möchte auch nicht hier urteilen. Und das ist, wir wollen jetzt hier abschließen. But you might want to say a few words of wisdom, imagining, you know, we can't see the audience, but I can feel it. So for those who are not familiar with the flavor and the energies and the mission and the movement and the quality we experience here as a founders, privileged to be in this movement, you might want to share something with the audience. Why you would invite them to join us in this great movement as a game changer, paradigm shifter, however you want to call it. Vielleicht möchtest du jetzt als Abschluss unsere Audienz, die noch nicht mit und in und passiv sind, auf deine Art und Weise einladen, mitzuwirken in dieser wunderbaren Bewegung oder wunderbaren Paradigmenwechsel, wie immer du das nennen möchtest. Please, would you mind to talk to those who are not familiar with what we are experiencing in this united field globally? Würdest du bitte etwas in die Runde geben, was die anderen noch nicht erfahren, weil sie nicht in diesem Feld sind, in unserem internationalen, globalen Feld der Einheit, in dem wir sind? There are three things I would say. In fact, my message would be for three people, right? The first one is my beloved mother. I love her too much. She's my, I love my mother, and I miss her. She's in Cameroon. She's where is she, in Cameroon? She's in Cameroon, yes. Mm-hmm. So that's the first message. The second one is all those who are in our life session blessing group, specifically women, females, they are loving, and as I say, I will not call names, but I will call the names of some men. Men are few. You have Mike, you have Auntie. Mike, your brother, I think, right? Oh, Mike, no, well, we are all brothers and sisters. No, but Mike is right. From Germany. No, he's a soul brother too, but he's not my brother. Yeah, and then Andy, who's also my soul brother, but I call him my brother-in-law. Yes. Yeah, and in this group, I would include all ONPASSIVE founders, because you always remind us that even those who are not physically in the live sessions, they are part. So our energy is always directed towards them as well. Absolutely. And to those of us who are founders, we should be very careful, because what comes as wealth, it is our duty to give it value. As it gives us wealth, we have to transform that wealth into value. It is a whole responsibility. So that we will not go mad. We will not think that just enjoy life, eat, drink, and then be merry. That's not the intention. When I looked at, the staff in Hyderabad, the tech team, they have consecrated their life to create what we need most. They will not even sleep. You think that they will spend sleepless nights just because they want us to drink champagne every day? Let us not be unjust. The third message, because I talked about my mother, I talked about founders in general, specifically
members of our blessing group. The third message will be to the whole of mankind. The whole of mankind. As Ash says it, everybody, you either be a founder, you either be a reseller, or you be a consumer. They are welcome, whether consciously or unconsciously. We are one family. Thank you very much. Thank you. Thank you, Abraham. That's very, very beautiful what you said, and a reality which I also feel like. So, d'accord, you know. Ja, er sagte, er würde jetzt euch, der Audienz, 3 Sachen sagen. Also es sind 3 Sachen, die ihm in den Sinn kommen. Erstens, er spricht seine Mutter an. Er liebt seine Mutter sehr. Seine Mutter lebt in Kamerun und er sagt, ja, seine Mutter möchte er hier wählen. Zweitens, alle Beteiligten und Teilnehmer der Live-Session von dem Blessing, vor allem den Frauen, möchte er sagen, dass sie so ganz liebevoll ausgerichtet sind. So schön liebevoll, und dafür ist er so dankbar. Und es gibt auch einige Männer, wir haben auch Männer in unserer Blessing-Gruppe, und er sagt, er möchte, von den Frauen möchte er keine Namen nennen, aber von den Männern möchte er 2 Namen nennen. Einmal ist es der Mike, und er fragt, ist es dein Bruder? Sage ich, ja, es ist mein ONPASSIVE-Bruder, aber wir sind nicht leiblich verwandt. Und er sagt, ah ja, ist spannend. Und der andere ist Andy. Andy ist mein Lebenspartner, mein Mann. Und er sagt, es ist wie nicht nur sein Bruder, sondern sein Schwiegerbruder, sowas, ja, sein Brother-in-law. Das sagt man so in Englisch. Und die 2 sind außerordentliche für ihn Männer, die in der Blessing ONPASSIVE Gruppe wirken, die ihn einfach berühren, auch die anderen. Und was ganz besonders ist auch in der Blessing Gruppe, und da möchte ich hier nochmal sagen, dass wir alle immer mit uns dem ganzen Feld verbinden, mit der ganzen ONPASSIVE Familie. Wir sind immer alle zusammen. Wir verbinden uns energetisch über Herzen, über die Seele, energetisch mit dem ganzen ONPASSIVE Feld und weit darüber hinaus. Und dann sagt er zu den Gründern, möchte er sagen, bitte seid vorsichtig oder seid achtsam, was ihr dann mit der Fülle macht, was ihr mit dem macht. Bitte erinnert euch daran, dass wir einen Mehrwert schaffen wollen für die Menschheit, einen Mehrwert. Ja, es ist nicht nur, dass wir jetzt hier das annehmen und dann happy sind, drink and marry, ja, sagte er. Und dann hat er auch noch erinnert, dass unsere ganzen Partner in Hyderabad, die ganzen Ingenieure und alle, die hier stundenlang und tagelang, manchmal überhaupt nicht schlafen, die sind so engagiert und verbindlich, ganz engagiert für uns. Und das ist wunderbar. Das ist auch etwas Außerordentliches. Und er möchte da auch noch Danke sagen. Ohne sie wäre das auch nicht möglich. Und dann möchte er die ganze Menschheit adressieren, the whole mankind. Und zitieren, was unser einzigartiger CEO Mufareh sagt. Er sagt, seist du ein Gründer oder seist du ein Wiederverkäufer, ein Reseller oder seist du ein Consumer, das heißt auch einer, der dann die Produkte, die Lösungen einfach gebraucht, ein Nutzer. Ihr seid alle willkommen. Wir sind alle Familie. Wir gewinnen alle. Jeder gewinnt, and everybody is a winner. We are win, win, win. So thank you very, very much for this final word, mirroring the essence in any way of ONPASSIVE. Danke vielmals für dieses letzte, auch diese letzte Botschaft, die auch das spiegelt, was das Herz von ONPASSIVE ist. Win, 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 und alle sind willkommen in dieser Einheit, in dieser Familie. Und ich möchte, I'd like to just say again here, thank you very much,
Abraham, Thank Brother you. Abraham, for being here with your presence, sharing us your wisdom, your experiences, Thank your you. time, your beautiful being. And thank you from core to core, from heart to heart, to our genuine Mufareh, his beloved family, his children, you know, the whole tech team, everybody who's participating, for making this possible, to be the door open and offering us to walk with him and to co-create with him. He is the big pioneer. Thank you. It's all right. Yes, I thank you. I thank Mufareh's family and everybody. Thank you. And I really would like to just say blessing upon blessing to all of you, love and peace. So enjoy wherever you are now this information which might have touched you in your heart space. Let it sink and just be yourself and feel the resonance or not. Either way, it's okay. We are going to link, you know, to put some information under the video. Whoever has shared with you this video or recommended you to show it, to listen to it, to experience it, please get back to this founder. And if you want to join our community and family as a founder, and if not, you're very welcome to utilize the registration link, which is under the video. I also put an email. If you have any questions which I could answer, please be welcome to contact me. I thank you for your attention and for your presence, and wishing you all. Yes, please. Just one last word for you. Yeah, I'm going to translate this in German first, please. Yeah, okay, yes. Go ahead. Hier Abraham hat ja auch jetzt gesagt, es sind 3 Sachen, die er hier weitergeben möchte. 3 Sachen, die auch hier Mufareh, unser einziger CEO, immer sagt. Ihr seid alle willkommen. Seid ihr entweder Gründer oder Wiederverkäufer oder eben Nutzer. Also das habe ich schon gesagt, entschuldige, ich bin hier im Moment und er wusste nicht mehr genau. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bedanke mich bei ihm, dass er hier seine Präsenz, also bei Abraham seine Präsenz, seine Zeit und seine Weisheit mit uns hier in die Runde gegeben hat. Und natürlich bedanke ich mich auch bei unserem CEO Mufareh, der mit seiner Familie und seinen Kindern und dem ganzen Tech-Team und alle, die partizipieren, uns die Tür geöffnet hat, um mit dabei zu sein und mitzuwirken und mit Code zu kreieren in dieser wunderbaren Bewegung. Danke, danke, danke. Und ja, ich danke euch, dass ihr hingehört habt mit eurem offenen Herzen, und lasst es einfach sinken. Und wenn ihr in Resonanz seid, dann bitte wendet euch an die Person, die euch dieses Video empfohlen hat oder weitergeleitet hat, um euch zu registrieren. Und wenn ihr keine Bezugsperson habt, dann seid ihr willkommen, den Registrierungslink, den ich hier verlinke, zu nutzen als Türöffner. Ich habe auch hier meine E-Mail, die ich noch verlinke, und ihr könnt mich jederzeit anschreiben, falls ich euch Fragen beantworten darf. Dankeschön. Und jetzt möchte Abraham noch etwas sagen. Please go ahead. What would you like to say adding to that? No, it's just to thank you for the opportunity you've given me, that I should speak, but it's my people, you know, speak, you know. When I say my people, I don't mean my family. Africa. Thank you very much. Oh, I'm touched to tears because I'm part of it too. You know? I just have tears. Yes. Thank you. Er sagt jetzt noch, er möchte noch etwas sagen. Er möchte sich bei mir bedanken, dass ich ihm die Gelegenheit, diese Möglichkeit eröffnet habe, für seine Familie, ja, seine Menschen, seine Leute. Er meint jetzt die afrikanische Familie hier auch besprochen zu haben. Und das berührt mich sehr, weil ich ja auch afrikanischen Ursprung habe. Wir sind, yes, I really have tears in my eyes. So, you're so loving, Abraham, and you're such a loving being. So, thank you. Ist für mich einfach so ein liebevolles Wesen. Thank you again. Sehr Thank you. Deep touched. I'm going to close now. Wir
the recording. Ich werde jetzt die Aufzeichnung stoppen, aber ich hab noch gesagt, ja, danke, Abraham, dass du dich hier bedankst und dass du sagtest, ja, dass er die Möglichkeit hat, hier mit den ganzen afrikanischen Familien sich zu verbinden. Und ich bin natürlich auch sehr tief berührt. Ich schließe jetzt die Aufzeichnung and we can chat a little bit, so don't go away. I'm just closing, you know, and again, blessing to all. Much love and peace all over upon you and yours. Thank you. Segen über Segen für alle, Liebe und Frieden für alle von euch und alle, die mit euch verbunden sind. Danke.